Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man den Kurbelwellendichtring auf der Getriebeseite wechselt. Das Prinzip ist bei vielen VAG-Modellen gleich, wenn es so wie hier mit dem Flansch gewechselt wird. Ich mache das am Audi A2. Viel Spaß! Als erstes, wie kann man erkennen, dass der Kurbelwellendichtring defekt ist? Das erkennt man immer daran, dass zwischen Motor und Getriebe, so wie hier, Öl austritt. Im Laufe der Jahre wird die Dichtlippe und der Gummi hart und porös und das Öl drückt sich an der Seite vorbei. Jetzt gibt es Firmen, die einen Zusatz fürs Öl verkaufen, wo das Problem wohl behoben sein soll. Dazu kann ich leider nichts sagen, da ich bei mir immer, auch wenn es in dem Fall viel Arbeit ist, den Wellendichtring erneuere. Fangen wir auch gleich an. Als erstes müssen das Getriebe und die Kupplung raus. Und wie ihr das macht, das verlinke ich euch hier oben in der Infokarte. So, Getriebe und Kupplung sind raus. Als nächstes kommt das Schwungrad ab. Hier ist es ein Einmassenschwungrad. Bei manchen ist hier auch ein Zweimassenschwungrad verbaut. Aber die Arbeit ist die gleiche. Man schraubt die 6 Schrauben mit einer 17er Nuss raus. Markieren braucht man sich hier nichts, da das Schwungrad nur in einer Position passt. Das erkennt man immer daran, dass die beiden Schrauben viel enger zusammen sind als die hier. Wie man sehen kann, wurde der Wellendichtring mit Flansch schon mal erneuert. Der hier ist nicht original, muss man auch nicht zwingend machen. Mein Neuteil ist auch aus dem Zubehör. Aber so wie ich das sehe, haben die Dichtmasse vergessen. Und das Öl tritt an der Stelle hier aus. Als nächstes das Zwischenblech rausnehmen. Das zieht man von den beiden Passhülsen ab und hier hinter dem Flansch nach oben raus. Jetzt den Dichtflansch mit einer 10er Nuss abschrauben und nach vorne abziehen. Beim Abziehen vom Dichtflansch muss man aufpassen, dass man die Passstifte nicht beschädigt. Also immer nur Stück für Stück nach vorne abziehen. Am besten geht es mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers. Bei den Schrauben ist zu beachten, dass die 6 kürzeren später hier reinkommen und die 2 längeren von unten. Wie ich schon vermutet habe, wurde keine Dichtmasse beim Einbauen verwendet. Da ist es ja kein Wunder, dass es nach kurzer Zeit wieder undicht geworden ist. Jetzt entfernt man die alten Dichtmittelreste vom Zylinderblock und der Ölwanne. Das fällt bei mir ja weg. Ihr müsst gut aufpassen, dass bei euch nichts in die Ölwanne fällt. Danach reinigt man die Dichtflächen. Ich mache das immer mit Nitroverdünnung und einem fusselfreien Lappen. Die müssen komplett öl- und fettfrei sein. Nun kommt die Flüssigdichtung, hier dünn auf den Flansch. Und hier ins XL zwischen Zylinderblock und Ölwanne. Man sollte eine Silikondichtmasse nehmen, die mindestens 250 Grad aushält. Danach schiebt man den Dichtflansch zusammen mit der Führungshülse hier, die ist beim Neuteil immer mit dabei, auf die Kurbelwelle so drauf. Man muss darauf achten, dass die beiden Passhülsen genau auf den Passstiften anliegen. Wenn das der Fall ist, den Dichtflansch draufschieben. Der geht meistens ziemlich schwer drauf. Da kann man einen Holz- oder Gummihammer nehmen und gleich draufhauen, bis der Flansch bündig am Zylinderblock anliegt. So sollte es ungefähr aussehen. Jetzt zieht man zuerst die 6 kürzeren Schrauben mit einer 10er Nuss und 15 Newtonmeter fest. Danach die beiden längeren hier unten.
Das Zwischenblech nicht vergessen. Das wird hier hinterm Dichtflansch eingehangen und auf die beiden Passhülsen aufgeschoben. Zum Schluss das Schwungrad wieder rein. Hier müssen immer neue Schrauben verwendet werden, da es sich hier um den Schrauben handelt. Die Schrauben werden mit einer 17er Nuss und 60 Newtonmeter angezogen und dann mit 90 Grad Drehwinkel festgezogen. Jetzt gibt es einen speziellen Gegenhalter, der die Schwungscheibe fixiert. So ein Spezialwerkzeug ist eine tolle Sache und auch sinnvoll, wenn man alleine arbeitet, aber kostet natürlich wieder Geld. Ich habe mir einen Gegenhalter mit einfachsten Mitteln wieder selber gebaut. Ich habe mir so ein Stück 3 mm Blech aus der Schrottkiste genommen, den Abstand zwischen der Getriebeschraube und der Schraube für die Druckplatte ausgemessen und hier aufs Blech übertragen. Dann hier ein 13 mm Loch gebohrt und hier ein 8 mm Loch. Dann habe ich mir eine M12er Schraube genommen und die so durchgesteckt. Jetzt wird die hier reingeschraubt. Und die Schraube für die Druckplatte hier unten. Und schon ist der Gegenhalter fertig und hat nichts gekostet, außer ein paar Minuten Zeit. Jetzt kann ich die Schrauben vernünftig festziehen. Nun kann man den Gegenhalter wieder abnehmen. Jetzt muss man nur noch die Kupplung und das Getriebe wieder einbauen. Wie das am besten geht, das verlinke ich euch hier oben in der Infokarte. So, das war es auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.